Real Talk, Freunde. Wisst ihr, wie geil es sich anfühlt, wenn man von seiner Wunschliste bei Kobi einen Haken hinter ein Set machen kann? Danke, Kobi. Danke, Kobi. Danke, Kobi. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute wird es persönlich und auch hübsch hässlich. Wir sprechen heute über die F4F Phantom 2 aus dem Hause Kobi, die 5898. Ein Flugzeug, das ja hübsch hässlich ist, das viele lustige Spitznamen hat und das als Kind über meinem Bett als Poster hing. Ich freue mich, dieses Set endlich mit euch klemmen zu dürfen. Wie schon im Intro gesagt, ein Set weniger auf meiner Wunschliste. Kobi, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Februar 2025 und ein lang gehegter Traum von mir wird wahr. Kobi bietet uns in der Armed Forces Serie das Set 5898 676 Steinchen und natürlich, wenn wir hier, und das kann man nicht verleugnen, einen Düsenjäger sehen, vielleicht den deutschesten Düsenjäger, der gar nicht deutsch ist, dann sprechen wir natürlich über den Maßstab 1:48. Wir sprechen über die legendäre F4F Phantom 2, hier in den Insignien der Bundeswehr vom berühmten Richthofen-Geschwader. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier einmal ein Originalfoto. Wir sehen das Flugzeug in der ganzen Pracht. Wir sehen, dass wir einen Zweisitzer haben, also zwei halbe Minifiguren. Wir können das Cockpit abnehmen. Die Cockpitscheibe ist sogar bedruckt. Und wir haben die berühmtesten Bewaffnungen, die wir alle seit Top Gun kennen, nämlich die berühmte Maverick und die berühmte Sidewinder. Fakten bekommt ihr gleich und ich freue mich richtig. Es ist eines der Sets, die ich seitdem ich Kobi kenne von Kobi gerne umgesetzt gesehen hätte. Jetzt haben wir sie hier und ich meine, ich freue mich richtig, diese Phantom jetzt einmal in die Luft gehen zu lassen, damit wir uns den Inhalt des Kartons genauer anschauen können. Ja, Freunde, da haben wir Bautüte 1. Wir haben die Bautüte 3 und wir haben die Bautüte 2. Sowie eine Anleitung im neuen Stil aus dem Hause Kobi hier auf dem Bautisch liegen. Ganz besonders gespannt bin ich natürlich auf diesen neuen Grünton, der so ein bisschen an das NATO-Oliv angelegt ist, aber auch nur angelegt. Viele von euch haben in den Kommentaren zu diesem Set die Farbgebung moniert. Ich bin gespannt, wie es wird. Natürlich ist dieses Flugzeug in weiß, schwarz, grün und dunkelgrün hauptsächlich gehalten. Ein bisschen grau ist auch dabei. Worüber ich mich aber ganz besonders freue, deswegen packe ich mal kurz hier die Tüten weg, ist die Anleitung, denn hier haben wir ein bisschen was zu sehen. Natürlich die beiden Farben, die ich euch genannt habe und dass wir jetzt immer das Kartondesign gespiegelt haben. Das hatten wir vorher bei Kobi so ja nicht. Da war immer der Hintergrund hinter dem eigentlichen Modell neutral. Was aber auf den ersten Blick auffällt, ist auch hier in der Anleitung ein kühleres Design. Jetzt hier mit so dünnen Strichen abgetrennt und auch die Farben wirken etwas anders bei den Bauanleitungen. Ich muss sogar sagen, hier dieses Olivgrün beim Baustep 2 schon wirkt auch etwas ja, schwer zu erkennen, muss ich sagen. Wie immer haben wir hier eine Legende mit den Kobi Sondersteinen, die wir hier sogar beschriftet haben mit den Nummern. Wird also leichter, wenn ihr ein Teil fehlen habt, könnt ihr es gleich hier schon sehen, wenn es eines dieser Sonderteile ist. Und natürlich fangen wir mit der Bautüte 1 an und bauen uns dann durch und wechseln halt immer in die jeweilige Bautüte, wenn es angezeigt wird. Der aktuelle Farbschritt bzw. der aktuelle farblich hervorgegangene Bauschritt ist der aktuelle Baustep, das wollte ich euch so sagen. Pfeile weisen uns den Weg, ab und zu gibt es so kleine Lupen und hier Hinweise, dass wir den Sonderstein D brauchen, hier bei diesem Brick Modified und fertig sind wir dann mit dem Baustep, ich habe es nachgeguckt, 170, wenn wir unsere Phantom 2, die F4, auf den Stand packen, auf den Doppelstand mit den coolen
bedruckten Typenschild. Dann geht es gleich hier los mit der Teileübersicht, also die Steine, die verbaut sind. Und auch hier die Steine wirken hier leicht schattig, sehr vollgepresst und auch sehr digital. Das hat Kobi in früheren Anleitungen irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. Trotzdem finde ich es gar nicht mal so schlecht, hier eine etwas schlichtere Anleitung zu haben. Dann die Hinweise auf die URL von Kobi bzw. die Social Media Accounts. Dann die Altersempfehlung, dass das Set ab 8 Jahren empfohlen wird und dass wir hier natürlich nur Prints haben und dass die Steine und die Anleitung in der EU hergestellt wurden. Sollten euch Steine fehlen, ihr habt es gesehen, ich habe es ja gerade öfter gesagt, anhand der Nummer könnt ihr dann hier auf dem Service-Part der Webseite von Kobi die Steine, die euch fehlen, monieren. Ich werde jetzt hier unseren NATO Diesel in die Lüfte heben, indem ich das Set baue. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Wir sprechen heute natürlich über eine Legende der bundesdeutschen Luftwaffe, die McDonnell F-4 Phantom. Die F-4 Phantom II ist eines der bekanntesten Kampfflugzeuge der Welt. Seit ihrem Erstflug im Jahr 1958 hat sie in vielen Luftwaffen gedient und immer wieder ihre Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Auch in Deutschland spielte sie eine wichtige Rolle und das über mehrere Jahrzehnte. Nachdem die Bundeswehr im Jahr 1955 neu gegründet wurde, musste auch eine moderne Luftwaffe aufgebaut werden. Anfangs setzte man auf die F-104 Starfighter, doch in den 70er Jahren war klar, es brauchte ein leistungsstärkeres und zuverlässigeres Kampfflugzeug. Die Wahl fiel auf die McDonnell Douglas F-4 Phantom, die in den Vereinigten Staaten bereits große Erfolge feierte. Für die Bundeswehr wurde eine speziell angepasste Version entwickelt, die F-4F Phantom II. Sie basierte auf der amerikanischen F-4E, war aber etwas leichter und günstiger in der Anschaffung. Die ersten Maschinen wurden im Jahr 1973 an die Bundeswehr ausgeliefert. In Deutschland wurden zwischen 1973 und 1975 insgesamt 175 F-4F beschafft. Die Phantom war ein mächtiges Flugzeug, groß, schnell und beeindruckend. Mit ihren 2 Triebwerken erreichte sie eine Höchstgeschwindigkeit von über 2300 km pro Stunde. Das entspricht Mach 2,2. Sie hatte eine Länge von 18,3 Metern, eine Spannweite von 11,7 Metern und eine maximale Flughöhe von über 18.000 Metern. Als Bewaffnung trug sie eine 6-läufige M61 Vulkan-Kanone und konnte verschiedene Raketen und Bomben mitführen, darunter die bekannten Sidewinder- und Sparrow-Raketen. In Bundeswehr bzw. der Luftwaffe wurde die F-4F hauptsächlich als Abfangjäger und Jagdbomber genutzt. Sie schützte den deutschen Luftraum während des Kalten Krieges und wurde bei mehreren Geschwadern eingesetzt: im Jagdgeschwader 77 Böhlke in Neuburg an der Donau, im Jagdgeschwader 73 Steinhoff in Lage und im Jagdgeschwader 74 Mölders in Wittmund. Besonders ab den 80er Jahren wurde die Phantom modernisiert. Dank des ICE-Upgrades, das steht für Improved Combat Efficiency, konnte sie nun auch moderne AMRAAM-Raketen einsetzen. Damit blieb sie weiterhin ein gefährlicher Gegner am Himmel. Doch irgendwann hatte selbst die Phantom ihren Zenit überschritten. Ab den 2000er Jahren wurde sie nach und nach durch den Eurofighter Typhoon ersetzt, quasi das Ende einer Ära. Am 20. Juni 2013 war es dann soweit. Die F-4F wurde offiziell außer Dienst gestellt. Die letzte Einheit, die sie flog, war das Jagdgeschwader 74 in Wittmund. Zum Abschied gab es eine große Feier, das berühmte Phantom Farewell. Luftfahrtfans aus aller Welt reisten an, um die Phantom ein letztes Mal in Aktion zu sehen. Auch wenn sie heute nicht mehr fliegt, bleibt die Phantom ein unvergessenes Stück deutscher Luftfahrtgeschichte. Viele ausgemusterte Maschinen wurden als Denkmal auf Flugplätzen aufgestellt oder an Museen übergeben. Für die Piloten und Techniker, die mit ihr gearbeitet haben, war sie weit mehr als nur ein Flugzeug. Sie war eine Legende, ein zuverlässiger Begleiter und für viele einfach die Phantom.
Die F4F Phantom II war ein beeindruckendes Kampfflugzeug. Mit ihrer Kraft, ihrer Geschwindigkeit und ihrem markanten Design prägte sie über 40 Jahre lang die deutsche Luftwaffe. Die F4 war eines der am weitesten verbreiteten Kampfflugzeuge, was ihren hohen Bekanntheitsgrad erklärt. Von Bodenpersonal und Piloten immer wieder scherzhaft Rhino, Double Ugly, Eisenschwein, Ölofen, Luftverteidigungsdiesel oder Luftwaffendiesel genannt, erfreut sie sich die Phantom immer noch immenser Beliebtheit bei diesem Personenkreis als einer der, trotz seines hohen Dienstalters, sichersten Militärjets bislang, weniger als 1,3 Zwischenfälle pro 10.000 Flugstunden. Die Phantom wird noch im Iran, der Türkei und Griechenland geflogen. Auch wenn sie nicht mehr im Dienst bei der Bundeswehr ist, wird sie immer in Erinnerung bleiben, als Symbol einer vergangenen Ära und als eine der beeindruckendsten Maschinen, die jemals am Himmel zu sehen waren. Nach 2 Stunden Bauzeit steht sie da, unsere F4F Phantom II der bundesdeutschen Luftwaffe, natürlich deswegen aus der Armed Forces Serie, das Cobiset 5898, aus 676 Steinchen gebaut, im Maßstab 1:48 hier auf meinem Bautisch. Fast sogar genau 676 Steinchen, denn ich habe nur den Bügelperlenapplikator über. Ein paar Bügelperlen waren es auch, ehrlicherweise. Die habe ich aber schon wegsortiert in mein Steine-Reste-Lager von Cobi. Bügelperlen kann man nie genug haben. Man kann auch nie genug Phantoms haben. Es gibt von Cobi ja mehrere. Ich blende sie ein, während ich hier philosophiere. Trotzdem kam für mich nur hier die Bundesluftwaffenversion in Frage. Ich habe ein Short veröffentlicht zum Thema dieser Phantom, als sie angekündigt wurde. Das mache ich ja ab und zu mit den Originaldaten von Cobi. Und da haben sich die Geister geschieden an der Lackierung. Ich finde es jetzt auch nicht optimal, aber für mich, wie gesagt, aus, ja, fast schon historischen, emotionalen Gründen kam nur die Luftwaffenversion hier für mich auf den Bautisch. Stand jetzt. Ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne noch eine andere Phantom hier bei mir gebaut und auch reviewed sehen wollt. Ich habe euch beide, wie gesagt, hier eben gerade einmal eingeblendet, damit ihr hier die anderen Versionen der Phantom sehen könnt. Für mich, wie gesagt, emotional diese, weil sie als Poster über mein Bett hing. Ich weiß gar nicht, wo diese Poster früher herkamen. Als ich Jugendlicher war, gab es die immer mal wieder mit den Waffensystemen der Bundeswehr, und bei der Luftwaffe hing halt die Phantom über meinem Bett. Ich bin Kind einer Soldatenfamilie, viele Angehörige waren bei der Bundeswehr und deswegen habe ich wahrscheinlich so ein Poster gehabt, oder sie waren in der Mickey Maus, in der Wendy, in der Fix und Foxy. Ich weiß es nicht, aber die Phantom fand ich schon immer cool, weil sie so schön hübsch hässlich ist. Wir schauen sie uns gleich an, schauen wir uns aber erstmal den Stand an, den ich immer ganz gerne zuerst baue, wenn wir quasi an die letzte Bautüte kommen, wo die schwarzen Steine drin sind, beziehungsweise auch die hier bedruckte Fliese, auch in diesem Fall eine 2x6er Plate. Ich baue es halt immer zuerst, damit ich mich dann wirklich auf den Rest des jeweiligen Bauexemplares dann konzentrieren kann und die Vorfreude da ist, wenn man so ein Typenschild, so ein Stand zum Beispiel zusammenbaut. Oft auch bei den Panzern oder Fahrzeugen baue ich dann schon mal den Motorträger und die Figuren, einfach damit ich bei der letzten Tüte mich wirklich steinetechnisch mehr dann auf die letzten Steps konzentrieren kann und es genießen kann und hier so ein bisschen Foreshadowing bekomme. Ja, wie gesagt, typischer Stand, typisch Cobi auch. Die Fliesen sind anmeliert, angekratzt, und das bei den vielen Plastiktüten, wo die Steine eingeschweißt sind. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und wir haben die beiden durchsichtigen Stands, diese Kaffeeumrührer, so nenne ich es ja immer, wenn man an den Raststätten, an den Tankstellen ja oft so einen durchsichtigen Löffel bekommt für Kaffee und Suppe und so weiter. Und ich finde, die sehen ähnlich aus. Ob der Stand hält, was er verspricht, schauen wir uns gleich an. Und hier, wie gesagt, nochmal Hinweis, das Wichtigste, die Plate mit unserer schwarz-rot-goldenen Flagge, unserer Fahne der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das ist der Stand. Steine, wie gesagt, 676, nur der Applikator ist übergeblieben, jetzt hier für das Review, und unsere Phantom. Bevor wir sie uns aber genauer anschauen, sprechen wir nochmal über die Anleitung, denn da fällt uns auf, dass Cobi hier ein F gespart hat, denn eigentlich heißt es ja F4F Phantom
2. Sonst war der Bau richtig easy peasy. Klar, hat Spaß gemacht. Ich habe hier wirklich nichts zu meckern. Farben. Kubi wechselt dann immer irgendwie den Style mittlerweile bei seinen Anleitungen. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Mal sehen sie super gerendert aus, mal blass, mal kräftig, mal grün, mal vollgepackt, mal nicht so vollgepackt. So ein bisschen sucht, glaube ich, Kubi da gerade das richtige Maß. Schön ist auf jeden Fall immer jetzt der Hinweis mit den Steinen, habe ich euch gerade gesagt. Und ihr müsst mal echt darauf achten, die Altersempfehlungen bei den Anleitungen, bei den Kartons und auf der Webseite von Kubi, die schwanken immer irgendwie zwischen 1-2 Jahren hin und her. Ich weiß nicht, Kubi, warum ihr das macht. Ja, aber wir wollen nicht so viel über die Anleitung reden, wir wollen über unsere Phantom reden. Und schaut sie euch an, ist sie nicht cool geworden? Viele Drucke, hier Rescue, das Richthofengeschwader als Abzeichen mit dem NATO-Emblem darunter, über mehrere Steine gedruckt, unser Tatzenkreuz, die 3810, hinten auch nochmal unsere Flagge, sofern ihr natürlich deutsche Zuschauer seid, sonst die Flagge der Bundesrepublik Deutschland, hier auch nochmal die Drucke über mehrere Steine und zum Cockpit kommen wir gleich. Ich zeige es euch nochmal so, ihr bekommt natürlich gleich Detailbilder. Das habe ich euch versprochen. Wie gesagt, die Farbe ist hier so eine Sache, die ja geht ans Original ran, aber nur so ein bisschen. Was ich schön finde, ist, dass wir von unten fast alles zugefliest haben, außer hinten beim Höhen- und Seitenleitwerk. Das hat aber eine tolle, interessante Baukonstruktion, nämlich hier mit diesen Tubes bekommen wir diese Feilung hin, dass wir hier dieses typische Höhenleitwerk der Phantom bauen. Und auch dieses Sonderteil hier vom Seitenleitwerk sieht cool aus, weil es hier diesen Haken hat. Wahrscheinlich war da der Bremsfallschirm drin und hier auch die Abdeckung, die genau passt in dieses Formteil. Das ist schon cool. Das hat Spaß gemacht. Die Bewaffnung ist auch hier wirklich cool. Das Fahrwerk ist ein bisschen, ja, können wir halt nur an- oder abbauen und diese Verkleidung hängt auch nur an einer Noppe bzw. am Tube. Also hier so nehmen wir es raus, beziehungsweise, wartet, so nimmt man es ab. Der Bar muss ja eigentlich noch raus, aber ihr kennt das bei Kubi, wenn es einmal steckt, dann steckt es, ist sehr schwierig. Die Bewaffnung ist cool, ich mag diese Träger, auch die Spitzen hier schön umgesetzt, dass Kubi hier wirklich wieder aus seinen ganzen Kleinteile-Reportage sich bewegt, um hier die Bewaffnung der Sidewinder bzw. der MRAMs hinzubekommen. Richtig cool. Und auch hier unser großer Bollerchen hier unten gefällt mir. Was mir auch gefällt, und ich zeige es extra mal so, ist die Bauweise hier, weil wir so halt diese typische Phantomnase, diesen Buckel hinbekommen. Richtig klasse. Und auch schön gelöst ist hier diese Plate, dieser Bruch ja auch im Design irgendwie bei der Phantom in echt. Dieser Hitzeschild, so nenne ich es mal, richtig cool und ist auch schön gelöst. Tolle Bautechnik, nämlich indem wir hier ein Bracket haben mit einem Bolzen und auf der Rückseite diese Plate mit so einem eigentlichen Kettenglied, den Anfang und Ende einer Kette benutzen und somit hier auf den Bolzen drücken und dieses toll bedruckte Teil dann hier ranschieben und schon haben wir dieses Hitzeschild für das Cockpit. Cockpit ist auch ein Stichwort. Es geht nicht so ganz zu, so sieht es auf jeden Fall aus, weil die Figuren hier sehr eng drinnen sitzen, weil die Schläuche gegendrücken und auch dieses Formteil ja sich nicht ganz sauber verschließen kann. Somit haben wir aber immer einen easy peasy Eingriff in das Cockpit, das dann sehr schnell aufgeht. Was cool bedruckt ist auf jeden Fall, was sich hier einrasten lässt mit diesem Pin des Formteils. Und dann haben wir unsere Figuren da drinne, die cool bedruckt sind. Ich nehme sie mal raus, ihr bekommt sie gleich bei den Detailbildern nochmal in groß. Ich ziehe mal hier das Schläuchchen ab. Da habt ihr die Figuren super toll bedruckt für so eine halbe Minifigur, beziehungsweise so eine Kubi Mini halb 0,5 Figur. Das sind ja keine richtigen Kubi-Figuren, aber schön bedruckt, viele Details. Und auch natürlich hier bei unserem zweiten Crewmember hier auch richtig toll bedruckt. Also das macht Kubi im Maßstab 1:48 ja immer. Und ihr könnt ein bisschen cheaten, wenn ihr grüne Beine habt, dann könnt ihr es einfach reinstecken, dann habt ihr eine richtige Pilotenfigur. Vielleicht mache ich das auch noch. Was ich euch aber zeigen wollte, ist natürlich hier dann der Innenraum, der überall Haken hat und Aufnahmen für die Schläuche. So, jetzt fallen mir hier die Waffenstationen ab. Die sind ein bisschen tricky. Ich wollte euch ja nur zeigen, hier, da, wir haben keine Drucke sonst im Cockpit. Ja, wie gesagt, hier unten, das hält ja nur auf ein paar Noppen. Deswegen fallen dann die Waffengondeln gerne mal ab. Hier auch müssen wir es zwischen die Tubes packen und hier auch das hier so schräg versetzt aufbauen. Womit ich ein Problem habe, und deswegen wollte ich euch das so zeigen und zum Schluss ist der Stand. Stecken wir hier rein
alles gut, steckt auch dann super, aber wir haben, jetzt guckt mal gleich, hier, ihr seht schon, es wackelt ein bisschen. Und ich habe es jetzt immer so gehabt, dass irgendwann der Flieger runtergekracht ist. Vielleicht habe ich jetzt Glück, es hält. Gut, vielleicht auch, weil ich jetzt die Piloten rausgenommen habe. Ich packe es mal zu. So. Okay, jetzt hält es. Gut, es hat vorher... Okay, doch nicht. Ihr seht, ich habe nur ein bisschen gewackelt und schon ging es ab. Ich habe es euch jetzt ein bisschen zeigen wollen, denn wir haben hier Bügelperlen, die wir verbauen. Also da und dann hier die Noppenaufnahme, die nicht ganz durchgängig ist. Also wir haben relativ wenig Noppen, 8 an der Zahl. Wir könnten hier mehr haben, bautechnisch geschuldet geht es aber nicht. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ich natürlich, ja, ihr seht es fällt hin und her. Jetzt sind mir meine Waffen kaputt gegangen. Es ist wie immer bei Kobi etwas zum Zeigen. Und ich zeige euch das jetzt hier auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wie man es nicht machen soll, beziehungsweise versuche ich es ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen. Und ich möchte euch hier keine Sachen schönreden. Es ist halt ein Modell fürs Regal. Kobi ist ja in den seltensten Fällen was zum Spielen. Das sehen wir dann höchstens, wenn wir wieder Action Town bei Kobi sehen. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, was ich cool finde, ist halt auch hier, dass wir mit den Hinges hier so ein bisschen diese Form auch der Tragflächen hinbekommen, die bei der Phantom ja auch so ikonisch war. Und auch, dass wir hier die Querruder bewegen können. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen auf Herz und Nieren die Phantom euch gezeigt. Ihr seht, ich stelle sie hin und schon geht sie so ein bisschen wieder runter. Einfach aufgrund der Situation hier mit dem Stand. Vielleicht habe ich Montagssteine, vielleicht klemmt es bei euch besser, kann bei Kobi ja auch sein. Die Figuren lasse ich draußen und ich baue da wirklich Beine an. Ich habe noch welche und dann packe ich mir die da drauf. Ja, Freunde, das war jetzt erstmal so der Ersteindruck reviewtechnisch der Phantom, die bautechnisch mir richtig Spaß gemacht hat. Dieses Dranklotzen hier, bracketmäßig und auch da. Die ganzen Steps trotz vieler Formteile haben mir echt Spaß gemacht und bringen mich zu einem glücklichen Ergebnis einer tollen Phantom der bundesdeutschen Luftwaffe. Wie gesagt, welche Version von Kobi eure liebste ist, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr bekommt jetzt wie versprochen Detailbilder, da könnt ihr alles das, was ich euch gerade so relativ schnell innerhalb von 10, 12 Minuten gezeigt habe, euch nochmal anschauen. Und wir schauen uns dann noch einmal zum Abschluss in die Augen. Und während ihr diese Detailbilder jetzt seht, bekommt ihr nochmal ein paar Infos zur Phantom. Freunde, euch viel Spaß dabei. Ja, liebe Freunde, wie eben noch versprochen, bekommt ihr hier nun Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von der Kobi Phantom der Bundesluftwaffe machen könnt. Bildet euch gern dadurch eine eigene, unabhängige Meinung, ganz frei, ohne meine persönlichen Ausführungen im Review. Trotzdem sieht man auf den Bildern ganz gut, dass der Ständer der Maschine ein Kippen nach vorn dadurch begünstigt, dass die Aufnahmen des Standfußes sehr weit hinten liegen und somit der Schwerpunkt ungünstig verlagert wird. Vielleicht ist dieses Set das erste, wo ich euch empfehle, die Maschine ohne Standfuß ins Regal zu stellen. Die F-4 Phantom wurde in mehreren Kriegen eingesetzt, darunter im Vietnamkrieg, der Jom-Kippur-Krieg und im Golfkrieg. Über 5200 doppelsitzige Maschinen wurden gebaut und von zahlreichen Nationen genutzt, wie von Australien, Ägypten, Griechenland, Deutschland, Japan, Israel, Spanien, Großbritannien, Südkorea, Türkei und natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre Einsatzvielfalt machte sie nicht nur zu einem Abfangjäger, sondern auch zu einem strategischen Aufklärer und Bodenangriffsflugzeug. Der letzte bekannte Abschuss einer F-4 war am 22. Juni 2012 durch syrische Streitkräfte. Diese nutzten das in der Sowjetunion entwickelte Flugabwehrsystem S-200. Nutzer der RF-4E Aufklärungsmaschine ohne Bewaffnung war die türkische Luftwaffe. Leider sind beide Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Als Reaktion darauf wurde im Rahmen einer NATO-Aktion Patriot-Flugabwehrsysteme an die türkische Grenze verlegt. Hier beteiligt war auch die Bundeswehr mit ca. 400 Soldaten. Ja, Freunde, das waren noch ein paar Fakten on top. Schauen wir uns nun zum Abschluss noch einmal final in die Augen.
Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als dass ich natürlich einen Nachfolgewunsch auf meine Liste schreibe. Kobi, so billig kommt ihr mir nicht davon. Ich möchte eine Do 335 und eine Focke-Wulf 190 D9 sehen und. Aber lasst uns gar nicht in die Zukunft schwelgen, sondern hier über die Vergangenheit reden, über dieses tolle aktuelle Kobi-Set, die Phantom 2 der bundesdeutschen Luftwaffe. Ich bin glücklich, dieses Set jetzt zu haben. Kobi hat jetzt ja mehrere Phantoms auf den Markt gebracht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche ihr am schönsten findet. Verlinke ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Heißt Fakten zu diesem Set, natürlich Quellen, wo man das Set kaufen kann und auch den aktuellen Kobi-Katalog, damit ihr auch mal gucken könnt, welche jetzt ihr wirklich am schönsten findet. Lasst es mich nur gerne unten in den Kommentaren wissen. Ja, ich steige jetzt ein in unseren NATO-Luftraum-Diesel und fliege mit viel Getöse und einer Rauchwolke dem Klemmbaustein-Glück entgegen. In diesem Sinne, Freunde, einen guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.